Stell dir deinen Darm nicht als ein starres Rohrsystem vor, in dem sich über Jahrzehnte Schlacke wie Kalk in einer alten Wasserleitung festsetzt. Das ist ein weit verbreiteter Mythos, denn deine Darmschleimhaut erneuert sich alle 3 bis 5 Tage komplett selbst. Doch die Realität ist oft eine andere. Durch hochverarbeitete Nahrung, Bewegungsmangel und Stress verlangsamt sich die Darmbewegung so massiv, dass sich zäher Biofilm und unverdauter Nahrungsbrei in den Darmtaschen stauen kann. Dies führt dazu, dass Giftstoffe nicht effizient ausgeleitet werden und das Mikrobiom aus dem Gleichgewicht gerät. Um diesen biologischen Stau aufzulösen, brauchen wir keine aggressiven Abführmittel, sondern eine gezielte Strategie aus Quellenstoffen, biologischen Reinigungskräften und enzymatischen Katalysatoren, die den Darm dazu bringen, sich selbst tiefenrein zu sanieren. Nummer 1: Flohsamenschalen. Flohsamenschalen sind das ultimative Werkzeug, wenn es darum geht, die Darmwände sanft von festsitzenden Rückständen zu befreien. In Verbindung mit Wasser bilden sie ein enormes Volumen an Schleimstoffen, das wie ein weicher, feuchter Schwamm durch den Darm gleitet. Dieser Schwamm dehnt die Darmwände leicht aus, was den mechanischen Reiz zur Entleerung triggert und gleichzeitig Stoffwechselendprodukte in seine galleartige Matrix einschließt. Wichtig ist hier die Physik der Hydration. Ohne ausreichend Wasser ziehen die Samen Flüssigkeit aus dem Gewebe und bewirken das Gegenteil. Richtig angewendet fungieren sie als Gleitmittel, das den Müll aufbricht und sanft nach draußen befördert, ohne die empfindliche Schleimhaut zu reizen. Nummer 2: Fermentierte Lebensmittel. Um den Darm nachhaltig von Fehlbesiedelung zu reinigen, benötigen wir lebende Mikroorganismen, wie sie in nicht pasteurisiertem Sauerkraut, Kefir oder Kimchi vorkommen. Diese Lebensmittel liefern nicht nur Probiotika, sondern auch organische Säuren wie Milchsäure, die den pH-Wert im Dickdarm leicht absenken. In diesem sauren Milieu können krankmachende Keime, die oft für Gärprozesse und zähen Schleim verantwortlich sind, nicht überleben. Die nützlichen Bakterien siedeln sich an den Darmwänden an und verdrängen die Besatzer. Es ist eine Form der biologischen Verdrängung, bei der das alte, belastete System durch eine vitale, effiziente Flora ersetzt wird, die den Darm sauber hält und die Nährstoffaufnahme optimiert. Nummer 3: Resistente Stärke. Resistente Stärke, die entsteht, wenn Kartoffel- oder reisreiche Speisen gekocht und wieder abgekühlt werden, ist ein genialer Biohack für die Reinigung des Dickdarms. Sie wird im Dünndarm nicht verdaut und gelangt intakt in den Dickdarm, wo sie von nützlichen Bakterien zu kurzkettigen Fettsäuren vergoren wird. Allen voran Butyrat. Butyrat ist die primäre Energiequelle für die Darmzellen. Indem du diese Zellen fütterst, stärkst du die Darmbarriere und förderst die Durchblutung der Schleimhaut. Ein gut versorgter Darm kann sich viel effektiver von Schleimresten befreien und abgestorbene Zellen abtransportieren. Es ist eine Sanierung von innen heraus, die dafür sorgt, dass die Transportbänder deines Körpers niemals stillstehen. Nummer 4: Bitterstoffe. Bitterstoffe, wie sie in Chicorée, Rucola oder Löwenzahn enthalten sind, lösen eine sofortige Kaskade in deinen Verdauungsorganen aus. Sobald die Bitterrezeptoren auf der Zunge aktiviert werden, schüttet die Leber vermehrt Galle aus und die Bauchspeicheldrüse produziert mehr Enzyme. Galle wirkt im Darm wie eine natürliche Seife. Sie emulgiert Fette und hilft dabei, fettlösliche Ablagerung und Toxine zu binden und auszuspülen. Viele Menschen leiden unter einem trägen Gallefluss, was dazu führt, dass die Verdauung stockt und Reste im Darm liegen bleiben. Durch die tägliche Zufuhr von Bitterstoffen kurbelst du diese natürliche Spülfunktion an und verhinderst, dass sich neuer Biomüll überhaupt erst festsetzen kann. Und Nummer 5: Magnesiumreiche Lebensmittel. Ein sauberer Darm ist ein beweglicher Darm. Magnesium, das reichlich in Kürbiskernen, Mandeln und dunklem Blattgemüse vorkommt, ist das wichtigste Mineral für die Glattmuskulatur deines Verdauungstrakts. Ein Magnesiummangel führt oft zu einer spastischen oder trägen Darmtätigkeit, bei der der Stuhl zu lange im Körper verbleibt und austrocknet. Magnesium wirkt osmotisch, das heißt, es zieht Wasser in den Stuhl, macht ihn geschmeidig und stimuliert gleichzeitig die rhythmischen Kontraktionen der Darmwand. Ohne diesen mineralischen Impuls nützt die beste ballaststoffreiche Ernährung wenig, da die Transportmechanismen blockiert sind. Mit einer ausreichenden Magnesiumzufuhr stellst du sicher, dass die Entleerung vollständig und mühelos erfolgt, was die beste Prävention gegen jegliche Form von Ablagerung darstellt. Möchtest du jetzt noch wissen, was die stärksten natürlichen Abführmittel der Welt sind? Dann schau dir unbedingt das Video an, welches wir dir an dieser Stelle verlinken. Klicke direkt drauf.